Hallo, ich bin Miguel, ich bin Fachautor, Teacher und Fotograf und heute möchte ich mit euch über den Elefanten im Raum sprechen. Und das ist der Studio Blitz, der hier hinter mir steht, der Jinbei HD 610. Ich habe dieses Testgerät hier von Jinbei bekommen, beziehungsweise vom deutschen Distributor Fotomorgen, als Testgerät für einen Artikel, den ich für das Fotomagazin geschrieben habe. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, auch im Video nochmal ein bisschen meine Meinung dazu zu sagen, meine Eindrücke vor allem davon zu sagen. Als erstes will ich gleich mal ein paar Kernfakten, ein paar Kerndaten des Geräts nennen. 600 Wattsekunden bringt es mit. Es hat ein Bowens-Bajonett und wird mit Akku betrieben, der hier oben drauf ist, der auch austauschbar ist. Es gibt optional auch ein Netzteil zu kaufen, was dann hier eingesetzt wird, womit man das Ganze direkt wie ein Studio Blitz an die Steckdose anstecken kann und den Akku eben nicht benutzen und nicht belasten muss. Was ich sehr praktisch finde, ist aber wie gesagt ein extra Teil. Das Ding wiegt 3 Kilo mit Akku ungefähr. Ich finde das jetzt nicht wahnsinnig leicht, also auch wenn man ihn in die Hand nimmt, er fühlt sich nicht unglaublich leicht an, aber es ist auch nicht richtig schwer. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Mittelmaß, mit dem sich leben lässt. Eine Besonderheit des Gerätes ist, dass es wie zum Beispiel einige Profoto-Kompaktblitze mit Akku einen TTL-Modus mitbringt, inklusive der HSS-Funktion oder Highspeed-Synchronisation oder wie immer man das nennen will, die mit TTL meistens einhergeht. Um diese Funktionen nutzen zu können, braucht man eine Fernbedienung. Ich habe hier die TAQ6 in der Canon-Variante, die braucht man natürlich entsprechend für sein Kameramodell, für seinen Kamerahersteller. Und es gibt noch ein anderes Fernbedienungsmodell, das ich aber nicht getestet habe. Ich habe dieses hier bekommen zum Testen und das hat hier oben auch ein LED-Display und auf dem kann man dann die Leistung des Blitzes sehen und kann eben seine verschiedenen Einstellungen machen. Wenn wir gerade bei der Fernbedienung sind, will ich ein paar Worte noch dazu verlieren. Ich finde sie eigentlich ganz schön. Die Anzeige ist ganz übersichtlich. Man kann auch alle wichtigen Funktionen darüber bedienen, also sowohl die Modi, TTL, HSS, als auch manueller Modus. Ich kann das Einstelllicht ein- und ausschalten, das funktioniert auch. Man kann sie sogar in Sleep versetzen, wofür auch immer das gut sein soll. Man kann auch verschiedene Kanäle einstellen, wie man das erwarten würde, damit man eben nicht mit Fotografen, die vielleicht ähnliche Geräte haben, da in Bredouille kommt und aus Versehen den falschen Blitz auslöst. Gibt es verschiedene Kanäle. Es gibt auch, wie man es von der TTL-Funktion oder von dem TTL-Blitz erwarten würde, 3 Gruppen, A, B und C nennen die sich hier, womit ich eben die Blitze in verschiedenen Gruppen und damit auch verschiedenen Leistungen zuordnen kann. Ich kann diese Leistungen auch hier durchschalten. Was ich allerdings nicht machen kann, ist einzelne Blitze auslösen. Ich kann also nicht zum Beispiel nur Gruppe B auslösen, sondern er löst immer alle Blitze zusammen aus. Wenn ich jetzt also zum Beispiel Hintergrundlichter aufgebaut habe in einer Gruppe und Vordergrundlichter in einer anderen Gruppe, kann ich nicht sagen, löse mir mal nur die Hintergrundlichter aus, damit ich sehe, wie die Hintergrundbeleuchtung ist, sondern ich muss immer alles zusammen auslösen oder ich muss von Hand hingehen und die entsprechend ausschalten. Das hat mich ein bisschen gewundert, das ist eher ungewöhnlich. Die meisten Hersteller haben eine Funktion, bei dem man einzelne Gruppen auslösen kann oder eben alle Gruppen zusammen. Hier gibt es nur die Funktion, alle Gruppen zusammen auszulösen. Das ist ein bisschen schade. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist dieses Pad hier unten, wo die eigentlichen Tasten drin sind. Das fühlt sich verdammt schwammig an. Die Tasten selber haben zwar eigentlich einen recht knackigen Druckpunkt, aber dadurch, dass dieses Gummi hier so wahnsinnig schwammig ist, ist die Bedienung nicht immer so wahnsinnig angenehm. Das letzte, was ich jetzt noch über die Fernbedienung sagen will, ist, mir gefällt sehr gut, dass sie mit 2 Standard AAA-Batterien betrieben wird. Was ich sehr schön finde, die gibt es in sehr vielen Läden zu kaufen. Das heißt, man muss nicht immer irgendwie nochmal ein extra Ladegerät mitnehmen, nur um die Fernbedienung geladen zu haben zum Beispiel. Und es gibt eben keinen Spezialakku, der dann irgendwann eines Tages vielleicht mal ausgetauscht werden muss, einen Haufen Geld kostet oder das ganze Ding geöffnet werden muss und so weiter. Ganz normale AAA-Batterien, das finde ich sehr schön. Jetzt reden wir mal über die Rückseite des Blitzes. Auf der Rückseite findet man die Bedienelemente. Als erstes ein großes LED-Display
das die Leistung anzeigt und auf dem man eben sämtliche Einstellungen machen kann. Gleich darunter gibt es 4 kleine Knöpfe und die 4 kleinen Knöpfe dienen hauptsächlich dazu, um durch das Menü zu schalten, durch verschiedene Seiten dieses Menüs, denn das Menü ist auf mehrere Seiten aufgeteilt, was ich nicht immer so ganz günstig gemacht finde, weil einige Funktionen, die man doch ab und zu mal braucht, eher in den hinteren Menüseiten sind, andere wieder in den vorderen Seiten. Das heißt, man schaltet sich doch relativ oft durch diese Menüseiten durch und das ist einfach ein bisschen unüberlegt gebaut. Das hätte man ein bisschen cleverer machen können. Zum Beispiel befindet sich die Einstelllichteinstellung, also ob man ein volles Einstelllicht haben will oder ob man zum Beispiel proportionales Einstelllicht haben will oder welche Leistung man einstellen möchte, findet sich auf einer der letzten Seiten, während andere Funktionen eben ganz, ganz vorne sind. Das hätte man strukturell ein bisschen besser aufteilen können, das ist nicht ganz so schön. Aber gut. Darunter befinden sich 2 weitere Buttons. Einmal ein weißer Test-Button, der einfach nur dazu da ist, um einen Testblitz auszulösen, ganz klar. Auf der anderen Seite wiederum gibt es diesen Hauptschalter, der eine zweifache Funktion hat. Zum einen, wenn man ihn lange drückt, schaltet man damit den Blitz ein oder aus. Drückt man ihn kurz, schaltet man das Einstelllicht ein bzw. um. Und zwischen diesen beiden Buttons gibt es so einen Drehschalter, der, wie man sich denken kann, hauptsächlich dazu da ist, um die Leistung einzustellen, die Leistung des Blitzes oder, wenn man sich in dem entsprechenden Modus befindet, auch die Einstellung des Einstelllichts. Nachdem wir jetzt die meisten technischen Sachen hinter uns gebracht haben, kommen wir zu einem etwas spannenderen Teil, nämlich dem, was ist mir so aufgefallen an dem Blitz, was gibt es vielleicht für Schwächen oder für Nachteile und was halte ich insgesamt von diesem Jinbei HD 610. Was mir bei meinem Testshooting mit dem Blitz aufgefallen ist, ist, dass die Kommunikation mit dem Benutzer, mit dem Anwender, mit dem Fotografen nicht immer so perfekt ist, wie ich mir das wünschen würde. Ich persönlich mag es, wenn so ein Gerät ein Beep von sich gibt, also ein akustisches Signal, wenn er wieder geladen ist und bereit ist, den nächsten Blitz abzufeuern. Die meisten Blitze haben diese Funktion, man kann sie ein- oder abschalten. Im Grunde gibt es die Funktion hier auch. Man kann sie auch abschalten, allerdings sind dann alle Signaltöne abgeschaltet. Umgekehrt sind immer alle Signaltöne eingeschaltet. Also jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, biept das Ding. Schade, dass man es nicht getrennt machen kann, aber gut. Was mir aber aufgefallen ist, dass dieser Beep eigentlich nur dann ertönt, wenn ich die höheren Einstellstufen benutze. Sprich, wenn ich auf einer relativ großen Einstellung bin, einer sehr hohen Leistungseinstellung und eben auch längere Zeit, Ladezeit zwischen den Blitzen liegt, dann bekomme ich auch ein akustisches Feedback, wann der Blitz geladen sein soll. Allerdings ist das nicht der Fall, wenn ich die Leistung eher sehr gering eingestellt habe und eben schnelle Bildserien schieße. Dann kriege ich keinen Beep zwischendrin. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es klingt, weil ich festgestellt habe, dass der Blitz wirklich sehr, sehr schnell wieder nachlädt und ich in den niedrigen Einstellungen wirklich unheimlich schnell nacheinander Bilder machen kann, die auch belichtet werden, also wo ich auch tatsächlich einen Blitz habe. Mir ist allerdings auch aufgefallen in einer Testreihe, die ich euch jetzt zeige, die ich wirklich sehr, sehr schnell hintereinander gefeuert habe, dass die Leistung bei den letzten Bildern so ein bisschen abfällt. Wenn man das genau sich im Vergleich betrachtet, sieht man das. Es ist jetzt nicht so gewaltig, dass es ein echtes Problem wäre und man kann es auch leicht in der Post-Production und der Nachbearbeitung lösen. Besonders wenn man in RAW fotografiert, also nicht so sehr dramatisch, aber ein bisschen unschön, dass es kein akustisches Signal gibt und ich entsprechend mein Shooting so timen kann, dass ich immer die volle Leistung habe und dass man halt diesen Leistungsabfall hat, was man vorher nicht weiß und dass man da so, dann immer so ein bisschen nachbearbeiten muss. Also Profis wird das wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Die zweite Methode, wie man normalerweise feststellt, ob der Blitz wieder geladen ist und die auch eben ganz viele Blitze integriert haben, ist, dass das Einstelllicht einfach ausgeht, nachdem man einen Blitz ausgelöst hat und dann geht es wieder an, wenn der Blitz wieder geladen ist. Wenn man das mag, ist das eine sehr gute Funktion. Die meisten Blitze haben das eingebaut. In der Regel kann man das dann ein- oder abschalten, genau wie den Beep. Man hat also normalerweise die Wahl Beep oder diese Einstelllichtfunktion oder beides. Das gibt es hier leider im Jinbei nicht. Diese Funktion ist immer aktiv. Das heißt, gerade auf den höheren Stufen merkt man das, weil dann doch ein bisschen längere Pause dazwischen ist, zwischen einem ausgelösten Blitz und wieder geladen. Und dann geht halt jedes Mal das Einstelllicht aus und wenn der geladen ist, geht es halt wieder an. Ich finde das super nervig, ich mag das eigentlich nicht, ich würde es gern abschalten können, kann ich aber nicht.
im Gegensatz eben zu den meisten anderen Blitzen, wo ich das kann. Und ich finde es auch nicht so gut fürs Einstelllicht, auch wenn wir hier ein LED-Einstelllicht haben, was durchaus ein bisschen mehr aushält, aber trotzdem glaube ich, ist es nicht gut für die Lebensdauer, wenn dieses Einstelllicht eben eine ganze Weile brennt, sich aufwärmt, dann wieder ausgeht, also kurz abkühlt und dann wieder angeht und sich wieder aufwärmt. Ich glaube, das beeinflusst sehr negativ die Lebensdauer dieses Einstelllichts. Und ich finde es auch sehr ablenkend, sehr störend. Das ist ein weiterer optischer Reiz, den ich eigentlich nicht brauche. Und auch manches Model kann das durchaus irritieren, dass ständig das Licht an und ausgeht. Also ich bin kein Fan davon und finde es ärgerlich, dass ich es nicht abschalten kann. Ich weiß, im Moment mag das alles ein bisschen negativ und vielleicht auch ein bisschen kleinlich klingen. Deswegen möchte ich euch kurz daran erinnern und darum bitten, wirklich das Video bis zum Ende zu gucken und euch auch die Zusammenfassung und die Meinung am Ende nochmal anzuhören. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen die negativen und die Nachteile, die mir aufgefallen sind, zusammenfassen. Das soll nicht heißen, dass ich das ganze Ding nicht mag. Also bitte hört mich bis zum Ende an. Vorher habe ich aber jetzt erstmal noch 2 Kleinigkeiten anzumerken, die mir nicht so gut gefallen haben an dem Gerät. Die meisten Blitze haben einen Lüfter eingebaut, um das Ganze einfach schön kühl und eben am Leben zu halten. Und auch der Jinbei ist da keine Ausnahme. Es gibt hier einen Lüfter, der hier eingebaut ist. Und ehrlich gesagt, man hört den auch relativ bald, wenn man das Einstelllicht einschaltet für eine etwas längere Zeit oder wenn man die HSS-Funktion oder die Freeze-Flash-Funktion einschaltet, dann springt er eigentlich sofort an. Am Anfang ist er noch halbwegs erträglich. Er wird noch lauter dann nach ein paar Minuten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Geschmackssache, was laut ist, was nicht laut ist. Man kann ihn sicherlich ertragen und man kann sicherlich damit arbeiten. Ich finde ihn aber nach so ein paar Stunden mit eingestellter HSS-Funktion zum Beispiel schon ziemlich nervig und man kann ganz schön Kopfschmerzen davon kriegen. Ich habe jetzt hier mal ein Mikrofon in die Nähe vom Blitz gehangen, damit man mal ein bisschen hören kann, wie die Lautstärke dann wirklich ist. Der hängt also nicht genau dran und der umfasst 360 Grad. Und schauen wir mal, wie das Soundergebnis ist und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das findet. Ich lasse ihn noch ein bisschen länger laufen. Das Einstelllicht läuft jetzt seit ungefähr 3 Minuten und man konnte hören, wie er sich immer weiter hoch gesteigert hat. Der Lüfter relativ flott und das ist das Ergebnis, was wir jetzt nach ungefähr 3 Minuten haben. Achtet mal drauf, vor allem auch wenn ich das Gerät ausschalte, habt ihr nochmal den Vergleich. Wenn ihr ein Gerät sucht, das die ganze Zeit still und leise ist, zum Beispiel um auch Videos damit zu filmen, mit dem Einstelllicht vielleicht, ist das vielleicht nicht das beste Gerät. Die letzte Sache, die ich erwähnen möchte, die mir negativ aufgefallen ist im Shooting mit diesem Blitz, hat ehrlich gesagt mit dieser Fernbedienung zu tun, beziehungsweise der Fernbedienung und diesem Blitz und der Kommunikation dazwischen. Und zwar gibt es hier keine Möglichkeit an der Fernbedienung irgendwie zu erzwingen, dass die Einstellungen oder die Angaben synchronisiert werden. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel die Leistung erhöhe und aus irgendeinem Grund kommt das hier nicht an, weil vielleicht die Funkverbindung gestört ist oder sowas, zugegebenermaßen, es kommt sehr selten vor, aber es kann vorkommen, dann kriege ich das gar nicht mit, weil es keinerlei Synchronisation zwischen diesen Anzeigen gibt. Das heißt, es kann hier hinten was anderes eingestellt sein als hier und ich bemerke das nicht, weil die Anzeige hier oben ist das, was ich will und der Blitz hat aber eigentlich eine andere Angabe und das kriege ich aber erst dann mit, wenn ich wirklich zum Blitz laufe und hinten auf das Display schaue, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Das ist relativ nischiger Fall, gebe ich zu. Nerviger wird es in den Fällen, die hier vom Hersteller quasi vorgesehen sind und die ein bisschen blöd implementiert sind, ehrlich gesagt. Das eine ist die HSS-Funktion. In der HSS-Funktion arbeitet der Blitz nur im Bereich von 3,0 bis 9,0. 9,0 ist das Maximum generell des Blitzes. Das heißt, er arbeitet nicht auf 1,0 oder 2,0 oder eben irgendwas in der Richtung. Wenn ich also vorher Bilder gemacht habe mit einer Einstellung zum Beispiel von 1,5 und schalte dann die HSS-Funktion ein und will mit denselben Einstellungen weiter fotografieren, würde es nicht funktionieren. Also es funktioniert schon, aber ich bekomme dann stark überbelichtete Bilder, weil der Blitz automatisch auf 3,0 hochregelt. Die Fernbedienung weiß das aber nicht. Die Fernbedienung schaltet die tatsächlich nicht um. Also auch wenn ich hier die HSS-Funktion einschalte, was er mir dann ja auch anzeigt, bleibt trotzdem die vorher eingestellte Leistung hier auf dem Display stehen, was echt nicht so clever ist. Das heißt, ich habe dann unter Umständen, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere oder den Fehler schnell finde, eine wunderschöne Zeit damit herauszufinden, was da los ist, warum die Belichtung nicht stimmt. Ich müsste also die Belichtung an der Kamera anpassen, um das wieder auszugleichen. Das ist echt ein bisschen dumm. Dasselbe Problem quasi habe ich, wenn ich an der Kamera die Serienbildfunktion aktiviere. Denn
ist an der Kamera die Serienbildfunktion aktiviert, arbeitet dieser Blitz nur noch im Leistungsbereich 1,0 bis 3,0. Das heißt, ich habe das umgekehrte Problem zu dem eben beschriebenen. Habe ich vorher zum Beispiel im Bereich 6,0 gearbeitet und möchte jetzt eine Serienreihe schießen, Serienbilder schießen und stelle die Kamera halt sonst nicht weiter um, alle Einstellungen bleiben gleich, dann werde ich massiv unterbelichtete Bilder haben und habe dann wahrscheinlich ein hübsches Problem, damit rauszufinden, woran das nun wieder liegt und warum die Bilder eben nicht richtig belichtet sind, weil der Blitz hier dann, wenn ich bei 6,0 war, eine 3,0 eingestellt hat und die Fernbedienung mir auch hier weiterhin eine 6,0 zeigt, weil auch das die Fernbedienung quasi nicht erfasst. Ich weiß nicht warum, es wäre eigentlich möglich gewesen, meiner Meinung nach in der Software das zu erfassen, dass, wenn die Kamera umgestellt wird, auch diese Anzeige geändert wird oder wenn man HSS-Modus einschaltet, sollte noch einfacher sein, dass dann auch die Einstellung hier auf dem Display umgestellt wird. Offensichtlich passiert das aber nicht. Das heißt, ich kriege hier auf dem Display falsche Angaben, die nicht mit dem übereinstimmen, was der Blitz hat. Und ich wundere mich, warum die Bilder nicht richtig belichtet sind, weil ich hätte die Kamera umstellen müssen. Aber da muss man dann auch erstmal wieder drauf kommen und sich daran erinnern. Nicht so schön. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit und einer Schlussbetrachtung. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, würde ich diesen Blitz empfehlen? Und um ganz ehrlich zu sein, ja, würde ich. Trotz der kleinen oder auch größeren Nachteile, die ich aufgezählt habe und der Sachen, die mich ein bisschen genervt haben, finde ich es insgesamt trotzdem ein sehr, sehr gutes Paket. Es gibt den hier in Deutschland bei Fotomorgen zu kaufen für ungefähr 780 Euro. Das ist nicht super billig, aber es ist auch nicht wahnsinnig teuer für das, was das Gerät bietet. 600 Wattsekunden an Leistung ist eine ganze Menge, damit kann man sehr, sehr viel machen. Er lässt sich sehr gut regeln. Er hat mit TTL und HSS und so weiter sehr viele Funktionen. Und dieser Akku macht ihn einfach auch sehr vielseitig. Ich kann ihn also quasi überall benutzen, ohne dass ich nach einer Steckdose Ausschau halten muss oder dass ich über ein Kabel falle. Und der Akku hält auch relativ lang. Sehr schön finde ich übrigens auch hier vorne diese Schutzkappe aus Glas, die eben die Blitzröhre schützt, hat man auch nicht bei jedem günstigen Blitz. Wie gesagt, 780 Euro ist kein Pappenstiel, aber ich finde, man bekommt eine ganze Menge dafür in diesem China-Produkt. Und ehrlich gesagt hat es mich insgesamt durchaus mehr überzeugt als andere Geräte, die ich bisher so in der Hand hatte in diesem Preisbereich. Ich finde auch, es ist sehr gut verarbeitet, hat ein recht robustes Gehäuse und insgesamt, ja, ich würde ihn empfehlen, wenn man mit den Nachteilen leben kann, die ich genannt habe, oder da irgendwie drumherum arbeiten kann oder einen das einfach nicht so stört. Aber was meint ihr? Sagt mir doch eure Meinung dazu. Würdet ihr das Gerät kaufen? Würdet ihr es weiterempfehlen? Wie steht ihr zu den Nachteilen, die ich genannt habe? Findet ihr die nicht so wichtig oder sind die ganz schön nervig und sind die nervig genug, das Gerät nicht zu kaufen, gut zu finden, zu empfehlen? Bitte sagt mir eure Meinung.